Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, was soll der neue Thermomix TM7 von Vorwerk können? Dieses Ding dann Ding Dong, das man nie mehr vergisst, weil der Thermomix dauernd am Brüllen ist. Dieses Ding dann Ding Dong, ja, das ist jetzt ein Song zum Kochen und Backen im Glück. Diese Frage ist zugegebenermaßen etwas ketzerisch gestellt, denn es ist natürlich noch gar kein Thermomix TM7 angekündigt oder wir haben auch noch von niemandem gehört, dass es den bald geben soll. Und der Thermomix TM6 ist ja erst seit Mai vorletzten Jahres auf dem Markt. Es wird wohl auch noch etwas dauern, bis der Thermomix TM7 erhältlich sein wird. Nichtsdestotrotz, ich liebe meinen Thermomix TM6, keine Frage, aber es gibt so die eine oder andere Sache, die ich mir wirklich wünschen würde und ich denke, der eine oder andere von euch auch. Ich schilder euch jetzt mal einfach meine Wünsche an den Thermomix TM7 und das wäre dann schön, wenn ihr dann mit mir in Interaktion tretet und unter dem Video oder auch unter dem Beitrag im Blog, der dann dazu entstehen wird, eure Kommentare dazu abgebt. Vielleicht habt ihr noch weitere Ideen, vielleicht wird Vorwerk ja darauf aufmerksam und geht mal auf unsere Wünsche ein, das wäre doch ganz toll. Da fange ich auch gleich mit der Funktion an, die mir persönlich am meisten fehlt. Und zwar ist das eine Notizfunktion. Die gab es wohl früher. Ich bin aber erst beim TM6 eingestiegen. Ich kenne die schon gar nicht mehr. Verschiedene Anwender berichten aber, dass es die wohl bis zum TM5 gab. Und zwar hat man ja auch zum Beispiel dieses wunderbare Guided Cooking, also das geführte Kochen im Thermomix, das ich sehr oft nutze und das ich auch richtig toll finde. Aber auch wenn die Rezepte mit einer Gelinggarantie daherkommen, hat man doch manchmal eigene Wünsche und möchte etwas an dem Rezept verändern oder sich Notizen dazu machen. Ja, bei mir ist es zum Beispiel oft, dass ich bei Suppen weniger Wasser nehme, weil die mir zu flüssig sind. Auch bei Soßen ist das oft so. Ich verwende viel weniger Zucker oder ich ersetze den Zucker durch Erythrit zum Beispiel. Oder auch die Mengen der Gewürze gefallen mir nicht und so weiter. Und dann wünschte ich mir doch, ich könnte zu jedem Rezept eine Notiz ablegen, sodass ich beim nächsten Kochen, wenn ich das Rezept wieder in die Hand nehme und wieder kochen möchte, eine Notiz dabei hätte und dann nicht überlegen müsste, Christina, irgendwas hast du verändert, aber was war das? Irgendwo hast du es dir auch hingeschrieben. Wo ist der Zettel? Ich verlege immer gerne meine Zettelchen, ich finde die dann nie wieder. Ja, auf jeden Fall diese Notizfunktion fände ich richtig toll, dass man einfach zu jedem Rezept sich einfach ein paar Notizen machen könnte und die im Cookie-Do hinterlegen, sodass man die jederzeit wieder zur Verfügung hat. Das ist wirklich die Funktion, die ich am allermeisten vermisse. Die nächste Funktion, die ich gern hätte, die bezieht sich auch wieder auf das Cookie-Do, wäre, dass man sich einfach eigene Rezepte einspeichern kann. Klar, wir wissen, Vorwerk schwört auf seine Gelinggarantie, die ist ja auch toll und bei mir funktioniert es auch meistens so, wie es im Rezept steht, aber ich hätte das eine oder andere Rezept, das ich immer wieder doch koche oder backe und dann lege ich mir die Zettel, ich kann mir... Ja gut, ich bin vielleicht schon etwas älter, ich kann mir einfach die Zutaten nicht mehr so merken und ja, dann habe ich da eine Zettelwirtschaft oder ich habe auch einen Ordner, wo ich mir Rezepte ablege, dann fängt man an zu suchen und klickt sich dann hier durch die verschiedenen Schritte, geht wieder auf die Waage, geht wieder ins Hauptmenü, geht in das Menü, wo man rührt und zerkleinert und so weiter. Wäre doch toll, wenn man sich eigene Rezepte einspeichern könnte. Also die zweite Wunschfunktion, liebe Firma Vorwerk, wäre eigene Rezepte speichern. Klar, die haben dann nicht die Gelinggarantie, aber das wissen wir ja auch. Jeder weiß, jeder kocht auch Rezepte, die er aus irgendwelchen anderen Apps oder von Webseiten hat. Machen wir so oder so. Warum dürfen wir sie uns nicht einspeichern? Wäre doch richtig toll. Eine weitere Funktion, die ich mir wirklich wünsche im Guided Cooking, wäre ein Timer. Also wie oft macht man einen Brotteig oder einen Kuchenteig oder irgendetwas anderes, was länger kochen muss oder was länger zubereitet werden muss außerhalb des Thermomix und dann steht im Guided Cooking oder auch im Rezept 45 Minuten in den Backofen zum Beispiel. So, dann gibt man sein Backblech oder seine Backform 45 Minuten in den Backofen. Natürlich schaltet sich in der Zeit der Thermomix ab. Und man hat keinen Timer dabei, ja? Also muss ich im Prinzip einen externen Timer nutzen. Dann wäre doch toll, der Thermomix selber liefert einfach weiter und klingelt nach 45 Minuten einfach. Oder, was auch toll wäre, das war zum Beispiel eine Idee von meinem Mann, dass man den Thermomix mit einem Smart Home Gerät koppeln kann, wie zum Beispiel die Alexa oder ähnliches. Oder mit dem Handy-Timer. Dass es da einfach eine Funktion und eine Verlinkung gebe mit einem Smart Home Gerät, sodass man dann wenigstens diesen Timer nutzen könnte, der einem vielleicht auch, wenn man in der Garage oder ähnliches ist, dann daran erinnert, die 45 Minuten sind und eile zurück in die Küche und nimm dein
Kuchen, dein Brot oder ähnliches aus dem Backofen. Was ich noch ein bisschen schade finde, dass man sich im Prinzip, wenn man den Thermomix öfter bewegen muss in der Küche, dass man dann ihn immer anheben muss. Ich bin jetzt eine kleine Frau, die nicht so kräftig ist und der Thermomix hat doch schon ein ganz schönes Gewicht. Und von Hause aus soll man den Thermomix ja nicht schieben, weil das der Waage schaden könnte, die ja über die Füße im Prinzip funktioniert. Wenn man also die Füße immer über den Küchentisch schrubbt, kann es sein, dass die Waage mit der Zeit Schaden nimmt. Gerade noch bei den älteren Geräten soll das noch schlimmer sein. Sprich, man ist darauf angewiesen, sich entweder selber ein Gleitbrett zu kaufen oder wie ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich habe mir da bei Amazon so einen Gleiter bestellt, der natürlich nicht original Vorwerkzubehör ist. Ich hoffe, man sieht den hier unten. Ja, das ist hier dieser kleine graue Gleiter, der direkt für den Thermomix TM6 ist. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Thermomix bewege, dann kippe ich den leicht und kann den dann auf diesen Gleiter hin und her schieben, ohne dass Waage, Füße oder irgendwas am Thermomix Schaden nimmt. Warum ist das nicht von Hause aus dabei, liebe Firma Vorwerk? Weil jeder muss doch mal seinen Thermomix bewegen und viele kleine Frauen oder Frauen, die auch zum Beispiel ein Baby auf dem Arm haben oder ähnliches, sie können den schweren Thermomix ja nicht jedes Mal anheben. Das wäre mal was ganz Tolles, wenn der Thermomix von Hause aus eine Gleitfunktion hätte. So, jetzt kommt etwas, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber mir fehlt es zum Beispiel oft, wenn ich koche und man hat dann den Deckel aufgesetzt und noch den Spritzschutz oder ähnliches, dass man gar nicht reingucken kann. Ich bin vielleicht ein sehr neugieriger Mensch, das kann sein, aber ich wünschte mir, ich könnte durch diesen Thermomix-Deckel durchschauen und der Thermomix-Deckel wäre etwas durchsichtig, transparent sozusagen. Habt ihr meine Katze gesehen? Das ist eine neue Katze, die habe ich erst seit 6 Wochen. Die habe ich aus dem Tierheim geholt. Der ist noch recht jung, keiner weiß es. Das war eine Fundkatze. Der ist sehr interessiert daran, was ich hier tue. Das ist der kleine Zorro, weil der so eine Zorro-Maske im Gesicht hat als Zeichnung. Normalerweise darf der auch nicht auf den Küchentisch. Wir versuchen ihn noch zu erziehen. Klappt noch nicht so richtig. Aber wir geben unser Bestes. Gut, wo war ich jetzt stehen geblieben? Der durchsichtige Deckel, gut, das ist jetzt wäre hübsch, vielleicht auch, dass es einfach als Zubehör einen extra Deckel gäbe, der durchsichtig wäre, fände ich richtig toll, zum Beispiel auch beim Sahneschlagen, ja, man muss dann hier oben reinschauen und dann ist schon mal die Gefahr gegeben, dass die Sahne herausspritzt und man die wirklich ins Gesicht oder ins Auge oder auf die Brille bekommt, dann wäre so ein durchsichtiger Deckel richtig schick, muss ich mal so sagen. Dann etwas aus der Cookidoo-App. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Einzige bin, die das Problem hat, aber ich benutze auch sehr gerne die Einkaufsliste. Bei uns geht meistens der Mann einkaufen. Ich gehe einfach nicht gerne einkaufen, muss ich gestehen. Und dann setze ich die Sachen auf die Einkaufsliste, die ich benötige. Einerseits aus den Rezepten direkt oder ich gebe auch manuell Zutaten in die Einkaufsliste. Wenn er dann die Sachen gekauft hat, dann hakt er das schön ab und das ist aus der aktuellen Einkaufsliste draußen. Dann hat man aber am Handy im Display auf der Einkaufsliste immer eine lange Liste an abgehakten und durchgestrichenen Sachen. Und wenn ich dann versuche, die zu löschen über die Löschtaste, dann wandern die wieder nach oben in den Bereich, wo man eigentlich neue Sachen einkaufen möchte. Ich kriege das am Handy oft nicht hin, dass man einfach diese Sachen löschen kann. Es funktioniert nicht. Es springt dann immer hin, dann hake ich es wieder ab, dann ist es wieder in den erledigten Sachen. Drücke ich wieder den Papierkorb, also die Löschfunktion, wandert es wieder in die angeblich einzukaufenden Sachen. Funktioniert nicht. Was mache ich? Ich gehe an den PC, logge mich ein, gehe dort in die Einkaufsliste und lösche es am PC. Da funktioniert es. Aber auf dem Handy, das ist bei mir ein Huawei mit Android-Betriebssystem, funktioniert es nicht. Vorwerk, vielleicht kann ja mal einer eurer Techniker oder Entwickler da drüber schauen. Vielleicht bin ich nicht die Einzige, wo das so ist. So, und dann kommen wir zur letzten, eigentlich keine Funktion, aber eine Sache, die ich mir wünschen würde und die beim Wechsel vom TM5 auf den TM6 doch für einigen Unmut gesorgt hat bei den Nutzern und Liebhabern des Thermomix, zu denen ich mich ja seit 1,5 Jahren auch zähle, dass da bis zur letzten Sekunde nicht angekündigt wurde, dass ein TM6 kommt und dass viele sich noch den TM5 gekauft haben und dann natürlich, also für mich verständlich, verärgert waren, weil der Preis ja gleich geblieben ist und der TM6 doch einige Funktionen mehr hat, zum Beispiel das schönere große Display und die Anbratfunktion, die Karamellisierfunktion und dass man für das Guided Cooking nicht mehr den Stick an der Seite braucht, sondern dass es jetzt gleich integriert ist und so weiter. Und da waren die Leute natürlich verärgert und es gab ja da auch verschiedene Gerichtsverhandlungen zu dem Thema. Da möchte ich mich jetzt auf die rechtliche Seite nicht einlassen. Ich kann es nur als User sagen, dass ich mir wünschen würde, dass rechtzeitig angekündigt wird, dass ein Thermomix TM7 oder wie auch immer heißen möge, geplant ist und auf den Markt kommt. Das erspart einem vielleicht Ärger und die User werden
zufrieden, dass man das rechtzeitig erfahren hat. Und das ist ja auch Kundenbindung. Und vielleicht fängt der eine oder andere dann schon an zu sparen auf den TM7 und hat dann länger die Chance, sich das Geld zusammenzusammeln und tauscht dann seinen TM6 gegen den TM7. Bei einer rechtzeitigen Ankündigung hat man dann schon die Chance, ein bisschen Geld zu sparen oder vielleicht sich das zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu anderen Jahrestagen zu wünschen. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich hatte mir hier, da es ja keine Notizfunktion gibt, ein Zettelchen gemacht. Nochmal kurz konstatieren. Also ich wünsche mir von der Firma Vorwerk für den Thermomix TM7 eine Notizfunktion, das Einspeichern eigener Rezepte, eine Smart Home Funktion, um zum Beispiel einen Timer zu nutzen oder ähnliches, einen Gleiter unter dem Thermomix an den Füßen, eine Pause beim Guided Cooking mit Timer für Rezepte, die außerhalb des Thermomix weiter bearbeitet werden, die rechtzeitige Ankündigung des Thermomix TM7, einen durchsichtigen Deckel und dass die Einkaufsliste der Cookie-Do-App auf dem Handy, dass man da auch die Artikel wieder rauslöschen kann, die man nicht mehr einkaufen möchte in Zukunft und die man nicht mehr benötigt. Das funktioniert, wie gesagt, nicht so gut. Ich denke, ich habe damit an einiges gedacht, aber ich bin mir sicher, der eine oder andere von euch hat noch andere Ideen und weitere Ideen. Das würde mich total interessieren. Was wünscht ihr euch vom Thermomix TM7? Schreibt eure Kommentare hier unter das YouTube-Video oder auch im Blog in den Beitrag. Gebt mir ein Like, wenn ihr den interessant fandet, den Beitrag, und abonniert meinen Kanal. Drückt auf die Glocke, dann werdet ihr zukünftig über jedes Video informiert. So, das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald, eure Christina.